Ich freue mich jedes Mal, wenn Patienten in unsere Praxis kommen zu einem ersten Beratungsgespräch. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn Patienten da nervös sind, gerade wenn es quasi das erste Mal ist. Sie wissen ja nicht, was erwartet sie, wie peinlich kann es werden. Patienten sagen dann auch oft, ja, ich wusste ja nicht, vielleicht sagen sie dann, wie hässlich ich bin oder sie zeigen mir alle Makel auf, die ich habe. Und deswegen läuft eigentlich ein Beratungsgespräch mit viel Zeit und Ruhe ab. Wir versuchen, Patienten nicht so einzubestellen, dass hier 5 Patienten auf einmal sind, sondern jeder Patient bekommt seine Zeit. Also das Wartezimmer sollte nicht voll sein, dass sie nicht anderen Menschen begegnen, sondern dass es ihr Bereich ist. Sie sollten auch nicht lange auf ihren Termin warten. Wir versuchen innerhalb von 10 Minuten sie dran zu nehmen. Und dann findet erstmal ein ganz ruhiges Gespräch zwischen Ihnen und mir statt. Meistens ist noch meine Oberärztin und meine Assistenzärztin dabei, damit sie einfach auch schon das mitbekommt, was wir besprechen. Und dann wird in einem Gespräch herausgefunden, was sie wirklich stört, aber wirklich nur, was sie stört. Und wenn wir dann wissen, worum es geht, werden wir gemeinsam erarbeiten, ich Ihnen wirklich erklären, wie wir Ihr Problem angehen können, welche Risiken, Nebenwirkungen bestehen, wie viel das Ganze kostet, mit welchen Ausfallzeiten Sie zu rechnen haben, wie es anwendbar ist, und welche Ergebnisse Sie auch zu erwarten haben. Wenn wir dann mit unserem Gespräch fertig sind, ist das wirklich, wirklich nicht verpflichtend zu einer Behandlung. Sie haben genügend Zeit zu entscheiden und wenn Sie die Behandlung nicht wollen, ist auch nicht schlimm. Sie müssen sagen, okay, das Bauchgefühl sagt, ja, das ist die passende Ärztin, ist die passende Praxis und ich bekomme genau das, was ich will. Ebenso muss das Preis-Leistungs-Verhältnis auch passen. Es darf nicht zu teuer, es darf auch nicht zu billig sein, damit Sie nicht schlechte Qualität an Produkten oder an Qualität des behandelnden Arztes bekommen, sondern es soll ein stimmiges Setting sein, wo Sie das Gefühl haben, ja, die Behandlung traue ich mir zu, hier zu machen. Und dann haben Sie natürlich genügend Zeit, darüber nachzudenken, ob Sie es wollen oder nicht. Und wenn Sie dann sich entschieden haben, rufen Sie einfach an oder kommen vorbei und machen einen Termin für die Behandlung aus. Nach dem Beratungsgespräch müssen wir allerdings auch Beratungshonorar verlangen. Das fängt je nach Zeit und Aufwand ab 60 € plus Mehrwertsteuer an. Wie findet man jetzt wirklich die passende Behandlungsmethode? Es gibt zum Beispiel Indikationen, das nennt man eine Behandlungsmethode finden, die sind eindeutig. Wenn eine Frau kein Fett hat, überhaupt keine Brust, gibt es eine eindeutige Indikation, wenn sie größere Brüste haben will, Implantate. Da gibt es keine Alternativen. Wenn jetzt aber eine Faltenbehandlung will oder eine gerade Kinnlinie, dann muss man überlegen, wird es operativ, wird es konservativ? Und da muss man sich ganz, ganz arg auf den Patienten einlassen und herausfinden, steht er zu einer Operation, kann er mit dem leben oder sollen wir eher sagen, nein, wir machen eine Methode, die sofort anwendbar ist, ohne Operation. Welche Effekte erzielt dann auch die Methode und wie passt es ins Leben des Patienten? Kann ich stark ausfallen? Blaue Flecken? Will ich ein permanentes Ergebnis? Mag ich ein wirklich nachvollziehbares Ergebnis? Mag ich eine kleine Auffrischung oder mag ich es wirklich ganz, ganz tippitoppi haben? Und das sind all die Fragen, die man sich dann gemeinsam stellen muss und auch erarbeiten. Ich sage immer wieder, bitte lassen Sie sich nur hier behandeln, wenn Ihr Bauchgefühl stimmt oder wenn Ihr Kopf sagt, ja, das ist es. Nur dann ist ein ganz, ganz gutes Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Kein Arzt der Welt ist Ihnen böse, wenn Sie nicht zu einer OP zu ihm kommen oder eine Behandlung woanders machen, weil nur ein gutes Verhältnis und eine gute Vertrauensbasis schafft eine langjährige Zufriedenheit. Weil wer weiß, vielleicht geht mal eine Behandlung schief oder nicht ganz so gut, dann müssen Sie auch dieses Vertrauen haben, zu Ihrem Arzt zu gehen, der dann sagt, okay, wir korrigieren das, ich stehe an Ihrer Seite. Oder auch, dass der Arzt Vertrauen zum Patienten hat, ist er geeignet für die Operation? Schafft er das alles danach durchzustehen mit seiner Familie? Das ist von beiden Seiten ein ganz großes Vertrauensverhältnis.
Ich finde, den Kontakt zu unseren Patienten ist sehr, sehr wichtig. Die Patienten haben die Möglichkeit, uns per WhatsApp, per Handy zu kontaktieren, per E-Mail Kontakt aufzunehmen oder auch telefonisch. Ich sage jedem, wir sind wirklich Montag bis Freitag sehr gut erreichbar. Am Wochenende sollen Sie bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, eine Mail schicken. Die werden auch ständig gecheckt. In unserer multimedialen Welt sind wir ja überall zur Verfügung und die Patienten werden wirklich nicht alleine gelassen. Wir sind keine Maschinerie hier. Wir sind ein individueller Betrieb. Wir haben eine Praxis hier, die sich individuell auf die Patienten einstellen kann. Also das ist kein großes Klinikum, wo nie einer erreichbar ist. Die Klinik wird durch mich geführt und ich stehe zu dem, was ich tue. 100%ig. Vor der Behandlung wie nach der Behandlung. Von daher können die Patienten immer kommen und haben einen Ansprechpartner. Meine Mitarbeiter haben Ohr, die sind gut geschult und kennen sich auch sehr, sehr, sehr gut aus. Die können Ihnen auch viel weiterhelfen. Also Sie werden hier, auch wenn es Probleme geben sollte, nicht alleine gelassen.